Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Freunde. Ich begrüße euch zu einem Vergleichstest der besonderen Art. Wir haben uns nämlich 4 alte Power Nakeds organisiert und haben mit denen heute Gas gegeben. Und das ist noch echt was aus der Kategorie pur und unverfälscht, sprich ohne Spielereien, ohne großartige Elektronik. Wieder sicher ein spannender Vergleich für euch. Bleibt dran, zieht euch was rein. Ja, wie im Intro schon angekündigt, 4 gebrauchte Power Nakeds haben wir uns geschnappt, und zwar von der Firma gebrauchtbikes.at in Wien. Die haben so viel Vertrauen in uns gehabt und haben uns diese Bikes überlassen, haben uns noch 4 blaue Tafeln draufgesteckt und dann ist die Reise losgegangen. Ich fange mal mit der ältesten an, Yamaha FZ1, Baujahr 2006, dann haben wir eine Honda CB 1000R, Baujahr 2008, eine 99 Super Duke R von KTM haben wir noch mit dabei, ebenfalls 2008, und das jüngste Kind in unserem Test, Kawasaki Z1000, Baujahr 2012. In einer Preisrange bewegen wir uns da so roundabout 6.000 bis 8.000 Euro, und ich denke, das wird echt eine spannende Geschichte. Und damit wir auch wirklich valide Eindrücke für euch parat haben, liebe Zuschauer, haben wir natürlich die Stammesältesten im 1000 PS Büro geholt. Den Kollegen Zonka. Servus Zonka. Grüß euch. Den Fauli. Gibt es nur einen Ältesten, bitte? Ja, bin ja 25 maximal. Ja, und bevor ich jetzt den Robert vorstelle, natürlich noch eine ganz wichtige Info. Wir haben natürlich die Bikes auf eine Einheitsbereifung gestellt, damit es einfach für euch besser vergleichbar ist und damit unsere Eindrücke natürlich sich hauptsächlich auf diese Motorräder beschränken können und dass wir da nicht zu große Unterschiede haben. Conti Sportetec 4 wird von uns gefahren, ein Reifen, den wir über die Saison 2020, ist eine Neuheit, wiederholt in der Redaktion im Einsatz gehabt haben, der sehr zugänglich ist, sehr weich ist, ein liebliches Verhalten hat und in Wahrheit eine ganz tolle Geschichte, und ich glaube perfekt auch zu dieser Kategorie passt. Und den Robert habe ich gesagt, du Robert, schick uns bitte 4 Sätze Reifen. Und der Robert hat gesagt, die Reifen kriegt ihr, aber mich auch dazu, weil Power Nakeds ist genau meine Kategorie und er will unbedingt mit uns mitfahren. Robert, habe ich dir richtig vorgestellt? Du machst Conti Österreich, bist quasi Vertrieb und Marketing in einer Person, ne? Genau, bin die One-Man-Show. Wunderbar. Also, liebe Leute, ihr seht ein potentes Portfolio an Testbikes und Testern, also da gehen wir dahin. Und jetzt starten wir tatsächlich, hätte ich gesagt, mit der ältesten FZ1, und Zonka, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich komme wieder auf den ältesten als erstes zu, auch in der Hinsicht. Wie schaut es denn aus? Hast du da ein bisschen Erinnerungen an einen Pressetest, vielleicht damals 2006, wie die vorgestellt worden ist? Ich glaube, das ist auch nämlich die erste Generation, Faktenfauli, weißt du das, 2006? Erste Generation auf jeden Fall, ne, von dieser FZ1. Bin mir ziemlich sicher, davor muss die FZS 1000 gewesen sein. Auch schon eben klarerweise ein schmalziges Eisen, aber da, das soll jetzt einmal der Zonka, gell? Ja, die FZS 1000, was er angesprochen hat, das war damals für die sportlichen Fahrer eine leichte Enttäuschung, weil es so gehabt hat, also ein Doppelschleifenrahmen aus Stahl. Hat zwar den R1 Motor gehabt, den abgespeckten, war aber nicht wirklich super sportlich, war eher so ein Sporttourer. Und dann hat Yamaha ernst gemacht und hat diese FZ1 hergestellt, und man sieht da schon einen mächtigen Alurahmen, also wirklich vom feinsten Supersportrahmen, tatsächlich ein Supersportrahmen. Sie haben ordentlich Leistung eingefüllt, die hat 150 PS gehabt, die Maschine, hat sie immer noch, und das war damals tatsächlich irrsinnig aufsehenerregend, war wirklich ein großartiger Schritt. Sie hat ein Manko gehabt und das hat sie jetzt nach 15 Jahren leider immer noch, das ist die Gasannahme. Ja. Die Gasannahme ist nicht brillant, sondern das hat wirklich Lastwechsel und so leichte Verzögerungen. Ansonsten
ist es wirklich meiner Meinung nach ein fantastisches Motorrad, was auch heute noch echte Emotionen weckt. Nicht? Ja, war Wahnsinn. Kann man so sagen. Ja. Super. Du, Zonko, vielen Dank für deine Worte. Martin, Faktenfauli, Wort an dich. 150 PS hat sie, der Zonko hat schon angesprochen, den Rahmen aus der R1, also wirklich ein super Sport-Chassis, sage ich jetzt einmal so. Also das, was man halt damals so das Beste verfügbar gehabt hat. Ne? Und wie ist denn dein Eindruck? Hat es bei dir heute noch Emotionen wecken können oder kannst du dich vielleicht auch noch erinnern, wie du da das erste Mal drauf gesessen bist? War das damals was Besonderes einfach? 150 PS auf einem Power Naked im Jahr 2006? Nein, kann mich natürlich nicht so gut erinnern und habe daher auch wirklich gar nicht so viele Emotionen gehabt, weil es ist mit Abstand die stärkste mit 150 PS, auch hier in dem Quartett. Und das war damals wirklich ganz arg. Narrisch, 150 PS ist ja fast wie auf den Superbikes selber. Aber, und ich habe es auch heute wieder gespürt, die Will-Drehzahl. Also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, da kommt von unten gar nichts. So völliger Schwachsinn. Die geht auch von unten schon sehr schön. Da war ich jetzt positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, die geht unten gar nicht. Aber im Vergleich mit den 3, also man versucht halt dann, wenn wir schon jetzt einmal keine Assistenzsysteme haben und wir haben keine Traktionskontrolle, wir haben gerade einmal ABS auf den 4 Dingern. Ja, und nur eine hat ABS und das ist die Kawasaki. Die Honda hat auch ABS, oder? Nein, die Honda hat kein ABS. Kein ABS, dann habe ich ja Glück gehabt vorher. Aber da willst du halt dann ein bisschen auch wählen und so, da hat sich dir dann am schwersten getan. Die anderen reißen da schon mehr Ärger an. Aber wir haben ja trotzdem 106 Newtonmeter Drehmoment bei, glaube ich, 10.000 Umdrehungen. Das ist also auch sehr spät anliegend. Also es geht schon unten auch, weil es ja so ein sonor, echt braver Vierzylinder ist mit 1000 Kubik, aber nicht so leiernd wie die anderen von unten. Das heißt, 150 PS ist nur die halbe Wahrheit, weil die kommen erst relativ spät. Ansonsten, Entschuldigung, bleibe ich gleich beim Thema, weil du gesagt hast, das war damals mit dem Rahmen, die Bremsen, sofern ich mich nicht irre, aber auch von der R1 übernommen. Und ich finde in dem Quartett die ärgste, leibendste Bremsanlage, die noch immer so präzise und leibend zupackt, nämlich auch wirklich brachial, so wie es das in der heutigen Zeit von Bremsanlagen erwarten kannst. Irgendwann waren wir auf einem Level, wo wir gedacht haben, na servus, das ist ja giftig. Jetzt haben wir uns schon gewöhnt an das Giftige und wollen das auch so, passt eh. Und die hat das ansatzweise auch so. Und das letzte, Entschuldigung, der Lenker ist für mich so ein bisschen das Schmälste von allen vieren. Das hat mich aber gar nicht gestört. Man hat es trotzdem schön unter Kontrolle und das unterstreicht für mich diesen Charakter, dass die halt wirklich schon sehr von der R1 abstammt und das ist schon leibend geworden, finde ich. Du, ich wollte dich gar nicht unterbrechen vorher, ich wollte nur anmerken zu den Bremsen. Es ist interessanterweise die einzige Anlage, die nicht radial verschraubt ist, die Sättel unten. Ja? Und trotzdem ist es eigentlich eine der performantesten da im Test. Ich habe das genauso wahrgenommen wie du und finde es natürlich richtig lässig. Robert, wir haben heute, glaube ich, für die überhaupt 4 Neuheiten da mitgehabt in unserem Test. Aber du bist ja an sich ein erfahrener sportlicher Fahrer. Wie bist du denn zurechtgekommen mit der FZ1 von Yamaha heute? Ja, hast recht. Für mich ist das alles Neuland und ich war aber schon ziemlich gespannt drauf. Ja. Aber du bist ein bisschen verwendet, du fährst nur moderne Sachen normal, ne? Nein, stimmt nicht. 2 alte Vespas habe ich auch. Ja. Baujahr 54 und 56, genau. Hast du heute wieder Zonko, oder? Lampe unten, so eine Vespa hast du, oder was? Lampe unten nicht. Ein bisschen was Jüngeres, das wäre dann 46. Ja. Da machen wir aber einmal einen eigenen Videobeitrag dazu, denke ich mal. Nein, war sehr überrascht, wie gut das fährt, muss ich schon sagen. Eigentlich ist alles gesagt worden. Ich kann das nur bestätigen, die Bremserei ist lässig. Bei der Yamaha hat mir das Vorwerk auch gut getaugt und die Leistungsentfaltung ist relativ linear und wie du vorher gesagt hast, 150 PS hocht sie grundsätzlich einmal mächtig an. Hätte ich aber jetzt nicht so empfunden, dass so muss man mehr ehrfürchtig sein. Ergonomie persönlich ist jetzt das, was mir am wenigsten gepasst hat, ja, weil der Tank am Schenkelspreizer. Das war Schenkelspreizer, genau. Nein, der hat den breitesten Tank und das ist etwas, was mir nicht wirklich entgegenkommt. Den breitesten Tank und nämlich auch den spitzesten Kniewinkel für mein Empfinden. Das habe ich gerade mit meiner Größe von 1,90 gemerkt. Ich bin aber sonst im Allgemeinen relativ gut damit zurechtgekommen. Nur geht es mir genauso wie der Zonko gesagt hat, dieses Gasanlegen aus einer Spitzkehre, aus einer engen Kurve, boah, da muss man wirklich ein Gefühl an den Tag legen und da darf man kein Grobmotoriker sein, weil sonst springt es quasi da vorne weg und das ist einfach nicht angenehm und halt auch nicht ganz zeitgemäß, muss man sagen. Aber Zonko, bei dir, für mein Empfinden, waren die Erinnerungen noch fast am frischesten zu dieser FZ1 auch von früher. Was kannst du sagen?
so ein topaktueller Supersportreifen, glaubst du, beeinflusst der dann das Fahrverhalten auch heutzutage nochmal da in eine positive Richtung, wenn man sowas draufsteckt, mit dem Sportattack, wie wir so gefahren sind? Das kann ich jetzt nur sagen, glaubst du? Da sage ich ja, ich glaube das. Ich kenne mich dort natürlich technisch jetzt viel zu wenig aus und ich habe jetzt die Erinnerung auch nicht, wie das war vor 15 Jahren. Ja. Ich muss aber sagen, heute, wie wir da damit gefahren sind, weil die Bedingungen heute für einen Supersportreifen aber gedacht, Habitäre, das ist aber nicht ganz das Richtige, weil es war wirklich kalt, teilweise war es noch ein bisschen nass und so. Und ich habe aber wirklich sehr, sehr schnell ein Vertrauen gewonnen und war unglaublich überrascht, wie gut das dann, weil wir haben ja keine Traktionskontrolle. Das heißt, wenn es weggeht, dann ist es weg. Nicht? Ja. Und da habe ich, so wie es mein Ort ist, ich habe mir ein bisschen Zeit lassen, bis ich da ein Gefühl entwickle und war dann aber letztendlich wirklich begeistert, wie der Supersportreifen bei diesen schlechten Temperaturen gearbeitet hat. Und das kann ich vielleicht noch vorwegnehmen. Der hat nämlich auf allen 4 Motorrädern wirklich super funktioniert und obwohl diese alle 4 Motorräder, die sind ja wirklich unterschiedlich, waren wirklich unterschiedlich, aber das ist sowohl beim Einlenken war es großartig, als auch beim Grip aus der Kurven aussehen und nachdem das wichtig ist bei solchen Motorrädern, weil es keine Elektronik haben, dass man das spürt, habe ich auch gefunden, ich habe den wirklich super gespürt und der hat mir überhaupt nichts Gemeines reingehauen, sondern im Gegenteil, ich habe mir gedacht, na gut, dann kann man auch bei diesen Temperaturen mit einem Supersportreifen fahren. Hätte ich jetzt kein Problem mehr damit. Die sagen, ja, passt, auf damit. Wunderbar. Robert, hast du Maßen gehabt. Unsere Wahl hat offenbar ins Schwarze getroffen. Faktenfauli, was machen wir weiter? 2008 oder 2008? Zum Reifen möchte ich aber auch sagen, das trifft bei allen 4 zu. Das sind ja Motorradeln, wie wir ja schon erwähnt haben, die sind von Superbikes abgewandelt bis auf die KTM, obwohl da haben sie halt auch probiert, dass sie eine sehr radikale Geometrie machen. Und das heißt, auch wenn da die eine ist 14 Jahre alt, das ist echt alt eigentlich, aber die hat ja damals auch schon relativ radikal die Geometrie übernommen und da passt so ein Reifen dann sehr wohl sehr gut, ne? So ein sportlicher. Ja. Man darf jetzt nicht annehmen, nein, das sind alte Radeln, wir bräuchten eigentlich Oldtimer-Reifen drauf. Völliger, also nicht Schwachsinn, aber es ist, wäre ein bisschen untertrieben, weil sowas kannst du mit so einem Reifen natürlich tadellos fahren. Wie der Zonko ist mir auch aufgefallen, dass das schon sehr gut funktioniert hat. Kein Rutscher, bis auf ich in der allerersten Kurve bei der Videofahrerei, wo du noch gesagt hast, na, fahren wir ein bisschen uns rein, runter, rauf. Ich habe gesagt, bitte, ist mir wurscht, ich fahre da gleich die Kurve. Gut, da war meine Schuld, aber das war dann alles sofort wieder gefressen und erledigt. Und wie gesagt, auch von der Bauweise des Reifens her hilft den Radeln schon sehr, dass die da ein leierndes Handling haben. Robert, du noch was? Oder wir gehen nachher auf den Reifen abschließend noch ein. Da kann man auch ein bisschen technisch vielleicht wegen Freigaben und so weiter, interessiert ja unsere deutschen User immer sehr, kann man ein bisschen Detailfragen klären. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen weiter vom japanischen Vierzylinder zum österreichischen Zweizylinder, V2 nämlich, KTM 99 Super Duke R, 2008er Baujahr, ich glaube 21.000 Kilometer sind drauf, aber fährt sich immer noch wie am ersten Tag, glaube ich, oder? Die hat die zweitmeisten, die hat 37.000. 37.000 Kilometer. Spricht aber umso mehr fürs Bike, weil es richtig gut fährt. Also mir hat die echt taugt heute. Absolut, und es ist immer noch ein Skalpell, es ist radikal, es ist hart, es ist sportlich, aber es funktioniert. Ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Einsteigergerät, aber als halbwegs versierter Fahrer ist man da heutzutage immer noch irrsinnig schnell unterwegs. Die 120 PS aus dem V2 werden super satt serviert. Es ist ein bisschen auch das Ansprechverhalten, der Gasgriff sehr, sehr direkt für mein Empfinden, aber in Summe einfach wahnsinnig ein sportliches und lässiges Paket. Und Martin, jetzt frage ich dich, Pressetest damals, ich glaube, ein Kollege von dir war dort, aber da war es ja mit der ersten Generation, mit dem ganz ersten Baujahr, hat es ein bisschen Schwierigkeiten gegeben bei KTM, oder? Können wir da ein bisschen... Da haben sie offensichtlich noch geglaubt, wie bei den Enduros, kleine Tanks sind in Ordnung, wobei 15 Liter hätte grundsätzlich passen, nicht gesoffen wie ein Loch. Und bei der Präsentation auf irgendeiner Insel in Spanien, weiß nicht, keine Ahnung, ist ihnen reihenweise der Sprit ausgegangen. Also es war richtig peinlich eigentlich, aber lustig, ne, weil die ist so arg angerissen, dass das offensichtlich nicht richtig geplant haben, die Tankstops, und den Journalisten ist halt der Sprit reihenweise ausgegangen. Das ist schon die Version mit 18,5 Liter. Es ist die R-Version und 132 PS müsste sie eigentlich schon haben, wenn sie 2008er Baujahr ist. Finde ich
Es braucht gar nicht mehr, wenn man es jetzt wahrscheinlich nicht mit der aktuellen 1290er Super Duke R vergleicht, weil die mit ihren 180, es reißt ja unfassbar an. Aber diese 130 PS bei 186 Kilo leer, aber trotzdem sie ist sicher die leichteste hier in unserem Quartett. Das ist einfach richtig arg zum Fahren. Ich bin auch hergereist sozusagen, also ich bin die Anfahrt mit der gefahren. Von der Sitzposition her habe ich mir gedacht, das passt eigentlich. Man thront schon hoch. Ich glaube 865 die Sitzhöhe. Hallo, da haben es echt, also KTM von den Geländemotorradeln direkt das Straßenmotorradl auch so hoch gemacht. Und du sitzt aber wie auf einem modernen, normalen Naked Bike, schon vorderradorientiert. Nur wie ich dann auf die Honda umgestiegen bin, dann, servus, die hat ja ein schwammiges Fahrwerk, obwohl sie auch ein Gutes hat, aber die KTM viel präziser und viel straffer, nicht unangenehm hart, aber schon sehr straff. Und es gibt nur ein paar Sachen, wo ich mir denke, ist halt doch schon ein bisschen älter. Die Armaturen, halt keine Ganganzeige. Ich weiß viele von euch brauchen es nicht. Ich hätte es gern und jetzt nicht so toll ablesbar. Vorne dieser Birnenscheinwerfer, das taugt mir auch nicht so. Und sonst ist da nicht viel. Die Bremse, komischerweise, hat man auch, die war man schon schwach auf der KTM, wobei ich glaube, dass man damit ein bisschen schärferen Belege oder so. Belegen kann man die sicher wieder in Gang oder besser machen. Aber bist narrisch echt. Also da hat sich die eine Österreicherin unter den 3 Japanern schon wacker geschlagen und hat super funktioniert und ganz spaßig. Und dieses Ruckeln knapp unter 3000 Touren, das haben die einfach. Damit muss man zurechtkommen, das muss man übergehen und dann hat man nur Spaß, wenn man es auswindet. Spaß gehabt hat, glaube ich, auch der Robert heute. Robert, vor allem, du bist ja ein erfahrener Offroad-Fahrer. Du fährst ja Yamaha, Viertakter 250er im Gelände und bist damit auch wirklich viel übers Jahr unterwegs. Und für dein Empfinden, merkt man der KTM noch diese Wurzeln aus dem Offroad-Bereich an oder ist das schon für dich, für dein Empfinden, ein reinrassiges Straßenmotorrad, mit dem man halt auch auf der Straße wunderbar Spaß hat? Diese Wurzeln, ich meine, vom Rahmen her und so weiter, das weiß man ja bei KTM. Hast du das irgendwie noch gespürt? Ich würde es wahrscheinlich nur am ehesten damit in Verbindung bringen, ja, weil, wie der Fauli gerade gesagt hat, die Sitzhöhe ist relativ hoch im Verhältnis zu den anderen dreien und das würde dem Ganzen noch am nächsten kommen. Naja, mir hat es schon auch gut gefallen. Es war natürlich am Anfang, wenn wir losgefahren sind, für mich persönlich dann die schwierigste zum Einstellen, weil halt einfach die Gasannahme da in der Kurven beim ersten Mal fahren. Ja, also jeder Millimeter Veränderung am Gashahn ist wirklich spürbar und wird in Leistung umgesetzt. Und wenn man ein paar Mal mit den Japanern gefahren ist, davor war halt das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn du mal 2-3 Minuten fährst damit, dann gewöhnt man sich schon und man kann das Ganze auch steigern. Mir persönlich als Offroader hat es eigentlich ganz gut gefallen, dass also im Kurveneingang, wir sind ja durchaus schon auch immer wieder ein bisschen mit höheren Drehzahlen dazu gekommen, es stempelt. Ja. Irgendwie finde ich das leibend. Aber interessanterweise stempeln alle 4. Ich weiß jetzt nicht genau, Anti-Hopping-Kopplung, glaube ich, ist bei keiner von den 4 drinnen. Aber ich bleibe jetzt noch kurz bei der KTM. In Sachen Optik immer noch topmodern aus meiner Sicht, Robert. Mit der speziell die R-Variante mit dem Single-Seater, das schaut schon richtig lässig aus noch, oder? Bin begeistert. Ja, es ist so wie ich KTM letztendlich registriere, sind es Charakterbikes auch in der Formsprache immer. Und auch, obwohl das jetzt 2.8er 2008er ist das definitiv was mit Wiedererkennungswert und es fällt. Und es ist damals sicherlich auf der Straße aufgefallen und jetzt meiner Meinung nach nach wie vor. Wunderbar, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Zonko, KTM, wie ist denn dir heute damit gegangen? Ich glaube schon nach wie vor ein echtes Männermotorrad, das kann man glaube ich schon so sagen, oder? Ja gut, das kann ich nicht beurteilen, weil ich kenne ja ein paar Frauen, die mörderisch anrauchen. Nicht? Der Fauli hat gerade gesagt, du bist keine Frau, ich glaube, du kannst das nicht beurteilen. Ja, das weiß ich nicht, Max. Aber was auf alle Fälle ist, da ist mir gleich gegangen wie dem Robert, vom direkten Umstieg war wurscht, welcher von die 4 Motorradeln auf die KTM, und man dachte, Alter, das ist ja wie ein Brett, das ist ja ein Wahnsinn. Du sitzt da wahnsinnig hoch in der Galerie. Das war ja das, was ich immer ein bisschen kritisiert habe, dass ich gesagt habe, das ist im Endeffekt ein Straßenenduro, aber es ist kein Neckbike, was von einem Supersportler abgeleitet ist. Aber es hat auf der Straße immer seine Qualitäten gehabt. Es war immer wahnsinnig schnell auf der Straße zu fahren. Und was mich jetzt hat mich wirklich beeindruckt, es ist 12 Jahre alt
Und das, wenn du da drauf sitzt, hast du nicht das Gefühl, dass das 12 Jahre alt ist, sondern das ist, wie es gesagt haben schon, es ist wirklich unfassbar präzise. Es wirkt frisch einfach, oder? Ja, es wirkt frisch und es ist so mit dieser direkten Gasannahme, das kann man aber wirklich, auf das kann man sich tatsächlich einstellen, aber es ist so, dass du wissen musst, was du tust. Ja. Und eigentlich bin ich sprachlos, dass das nach 12 Jahren noch so fährt. Und da der Robert mit der Formensprache, KTM hat einfach so eine eindeutige Formensprache, das ziehen sie einfach durch, dass das auch heute noch als moderne KTM erkennbar ist. Ja. Finde ich super. Wunderbar. Ja, in diesem Sinne hätte ich gesagt, schauen wir wieder nach Japan, ebenfalls 2008. Wie gesagt, wir gehen mit den Baujahren nach oben. Honda CB 1000R mit der wunderschönen Einarmschwinge. Ich glaube, das war ja damals schon ganz was Besonderes, wie die auf der EICMA damals präsentiert worden ist. Zonko, ich komme jetzt gleich wieder zu dir. Ja. Du hast schon die Hand draufgelegt. Ich glaube, dir taugt schon schwer, oder? Ja, na, CB 1000R, mit der bin ich auch wirklich viel gefahren. Ja. Und ich kann mich erinnern, wie die in Mailand das erste Mal gestanden ist. Mhm. Ich glaube, es war eine goldene Felge hinten drinnen. Ja, das war die HRC-Lackierung dann noch, ne? Die Einarmschwinge, also da sind wir alle in die Knie gegangen. Ja. Das ist leider so gewesen, dass Honda damals, glaube ich, schon einen wirklich potenten, super Fireblade-Motor gehabt hat. Ja. Und den haben sie runtergeschraubt auf 125 PS, das haben wir nicht verstanden. Mhm. Da haben wir uns gedacht, okay, wieso hat das Flügel-Imperium da nicht gleich mörderische Leistung eingeführt? Aber so vom Design her und wie das dann letztendlich auch gefahren ist, war diese CB 1000R unvorstellbar lässig, wirklich ein ganz, ganz großartiges Motorrad und hat auch eine echt starke Fangemeinde lukriert, obwohl sie eben nur unter Anführungszeichen 125 PS drinnen gehabt hat. Ich muss jetzt für mein Empfinden sagen, ich habe jetzt gar nicht so Leistung vermisst, weil es angenehm kurz übersetzt ist und das geht auch im ersten, im zweiten wunderbar aufs Hinterrad, da kann man richtig Spaß haben damit. Es ist ein bisschen was an unserem Modell umgebaut, wir haben einen anderen Lenker drauf, wir haben einen Lenkungsdämpfer aus dem Zubehör drauf, ein paar Rizoma-Geschichten und ich finde, dass das ergonomisch die Lenkerwahl des damaligen Besitzers oder des vorhergehenden Besitzers vielleicht nicht ganz perfekt war, hätte ich eher was Flacheres draufgegeben. Es ist auch relativ weit nach vorne gedreht. Aber insgesamt hat es mich eigentlich überrascht. Es war das erste Mal nämlich auch für mich, dass ich die gefahren bin, wie gut das funktioniert. Und das ist immer noch ein halbwegs modernes Naked Bike, wo man sich als, sage ich mal, gewohnter Naked Bike-Fahrer auch perfekt drauf zurechtfindet. Faktenfalle, dein Eindruck zur CB 1000R? Was kann's, was bringt's? Wie hat es dir heute im Sattel gefallen? Vom Motor her eben, wie der Zonko schon richtig sagt, da hat ja die Fireblade, ich glaube 172 PS schon gehabt. Ja. Und das war die 2007er Fireblade, glaube ich, wo sie das Aggregat entlehnt haben. Und die war ja dann eigentlich eine der ersten 2008. Und da habe ich mir halt auch gedacht, wirklich, warum 125 PS? Und mir ist es schon auch aufgefallen, dass die halt jetzt nicht so ordentlich antritt. Bei der KTM ist ein anderer Motor, das ist eh klar. Aber bei der Kava, auf die wir noch kommen, das geht schon ärger. Also da ist die Honda halt schon ein bisschen schwächer. Hört auf zum Tratschen, das nervt. Jedenfalls, genau, mich hat dieser Lenker unfassbar genervt. Der gehört ein bisschen zurück. Ich glaube nicht einmal, dass der Lenker ist. Der gehört ein bisschen zurückdreht und dann wäre das schon viel angenehmer. Die Frage, ob sie einen Lenkungsdämpfer hat, stellt sich nicht desto prominenter angebracht. Schaut eh leiernd aus, also da hat der Vorbesitzer eh was gemacht. Beim Fahrwerk, es war nicht nur der Eindruck nach der KTM, dass sie schon sehr senftenartig ist. Das ist sie auch im Vergleich zu den anderen beiden. Was jetzt nicht unbedingt negativ zu bewerten ist, weil sie ist dadurch halt komfortabler. Aber es zeigt sich für mich an der ganzen Honda, dass das so ein Universal-Power-Naked-Bike ist, das halt auch wahrscheinlich auf weiteren Strecken funktionieren soll, weil eben das Fahrwerk ein bisschen komfortabel ist. Und der Motor hat schön Drehmoment, aber jetzt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und die Optik, gut, schwarz ist nicht meine Farbe, aber hat sie auch in vielen anderen gegeben, unter anderem in so einer Tricolor, aber jetzt nicht die allererste Version. Das war dann eine der letzten, tatsächlich mit Golden. Ich meine, das schaut arg aus, diese 4-Speichenfelgen, das hat keiner anderer dann irgendwie sich, also nicht getraut, aber hat es nicht gemacht. Und das Gasmaskengeschau vorne und überhaupt, das Motorrad ist mit meiner Meinung nach so ein richtiger Klassiker schon, weil die aktuelle CB 1000R schaut ja ganz anders aus mit diesem Neo-Sports-Café-Stil. Das heißt, die ist alleine. Da gibt es keine Nachfolgerin, die so ähnlich ausschaut. Es hat nur diese hier gegeben und wer die hat, kauft es euch bei gebrauchtbike.at. Na wirklich, aber dann hast ich finde eine Maschine, die halt vorher und nachher nicht da war. Ja. Da gibt es jetzt keine echte Nachfolge, weil die ganz anders ausschaut. Weißt du, wie lange sie das gebaut haben? Ich weiß nämlich, wann ist die neue gekommen? Vor 3 Jahren oder so, glaube ich, oder?
Ja. Das wird hinkommen 2017, 2018. 17 halt wahrscheinlich baut, ja. Ich weiß nur, später hat sie dann das Update gekriegt, wo sie ein Combined ABS fix mit drinnen gehabt hat. Am Anfang war das quasi aufpreispflichtig oder es war halt die Möglichkeit, dass man das dazu nimmt. Ich habe aber das ABS eigentlich nicht wirklich vermisst, weil die Bremse speziell an der Honda irrsinnig gut dosierbar war und ich habe es auch wirklich mit einem Finger wunderbar runterbremsen können. Und was ich an der Honda wirklich auch loben möchte, die Kupplung. Eine hydraulische Kupplung, butterweich zu bedienen, sehr präzise, alles tipptopp. Und im Allgemeinen, du setzt dich drauf und das ist einfach typisch Honda, die Schalterchen etc. Das ist nicht schlecht, nur die Blinkerrückstellung. Die ist, glaube ich, noch nicht automatisch. Oder hängt das ein bisschen bei unserer? Ich weiß es nicht genau. Das war damals auch schon so Honda-typisch, dass das funktioniert hat. Das ist eine komische Geschichte. Da gehört ein bisschen WD-40 reingesprüht oder halt irgendein anderes Produkt von Motorex vielleicht. Na, wurscht. Aber da musst du ein bisschen was machen, dass das leichtgängiger wird. Ansonsten, wie du sagst, die Bremse überrascht nicht und passt gut und auch die ganzen Bedienelemente. Ja. Das ist so einfach für länger gemacht. Ja. Robert, Honda CB1000R, dein Fahreindruck, wie hast das du empfunden, wie hast das du wahrgenommen im Sattel da heute? Ich kann mich nur wiederholen, ja, der Fauli hat es gerade gesagt, für mich wahrscheinlich, wenn ich auf Tour gehen würde, das Motorrad aus dieser Vierergruppe. Ja. Leistungsentfaltung sanft, Vorwerk, ja, auch ein bisschen schwammig, also wenn du ein bisschen hinhältst, dann schaukelt sich das auf, aber es ist jetzt nichts, was aus dem Ruder läuft, meiner Meinung nach. Von der Sitzposition schon höher als jetzt die Yamaha, für mich persönlich besser. Auch die Silhouette vom Tank ist schmäler und hat mir auch jetzt bei Wechselkurven sehr gut getaugt. Man kann halt schöner auf die Fußrasten aufsteigen, ein bisschen an den Arsch rüber und. Ich habe mich wohler gefühlt oder eigentlich im Durchschnitt das Bike, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Ja, tatsächlich. Das sagt man immer wieder, dass Honda das kann. Warum auch immer. Die entwickeln halt so, die entwerfen die Bikes so, dass sich halt der Durchschnittsfahrer da wirklich sehr wohl drauf fühlt. Aber hast du irgendwo was vermisst oder ist dir irgendwas aufgefallen, was noch negativ wäre, wenn du jetzt sagst, das wäre mein Bike und damit gehe ich auf Tour? Nein. Nein, muss ich ehrlich sagen. Das wäre das Bike, ist angenehm zum Fahren. Ja, wie es ausschaut, alle mit der CB1000R wunderbar zufrieden, hat eine gute Figur gemacht, trotz ihres Alters im heutigen Test. Ich möchte jetzt abschließend noch anmerken, das einzige, die Armaturen, dieses dreigeteilte Display, das ist ein bisschen antiquiert für mein Empfinden, aber die Ablesbarkeit ist top, das passt. Es hätte natürlich eine Ganganzeige und so weiter noch Platz finden können, aber das hat jetzt eigentlich, glaube ich, keine von diesen 4 Bikes drinnen und somit ist es in Ordnung und das war halt damals einfach die Zeit. So. Kawasaki Z1000, das jüngste Kind in unserer Familie. Ich sage ganz offen, wir hätten ja ursprünglich schon mal die Idee gehabt, die erste Generation hier in den Vergleich reinzuholen. Das hätte mit den Baujahren ein bisschen besser gepasst. Die war dann aber nicht zur Verfügung. Und jetzt haben wir auf die 2012er gegriffen. Vom Preisgefüge 6.000 bis 8.000 passt das wiederum sehr gut. Und das ist halt für mein Empfinden im Fahrgefühl, vom Eindruck her schon das modernste Bike gewesen. Ganz einfach. Das funktioniert alles sauber, die Bedienbarkeit, das Chassis, die Sitzposition sehr gut integriert. Also das ist schon irgendwie so, dass man das merkt, dass die einfach 4-5 Jahre jünger ist. Robert, jetzt fange ich bei dir drüben an. Die passt so wunderbar zu dem Conti Orange. Wie ist denn dir mit der Z1000 gegangen? Was hast du denn für einen Eindruck von der Cover? Sehr gut. Hat mir auch gut gepasst, von der Sitzposition auch sehr angenehm, etwas niedriger als die Honda, gefühlt zumindest, Fackenfaule weiß das vielleicht dann noch besser. Leistungsentfaltung auch okay, wie du sagst, es ist gefühlt auch das modernste Bike und macht Spaß. Macht Spaß. Ist sicherlich etwas, wo man ein bisschen Touren fahren kann. Konnte man durchaus vorstellen, einmal ein Wochenende damit wegzufahren. Aber auch letztendlich zum Anrauchen rund um den Kirchturm für, was weiß ich, Abendrunde oder wie auch immer. Neutral, Lastwechsel und hat mir sehr Spaß gemacht. Wunderbar. Diesen Touring-Faktor unterstreicht natürlich auch ein bisschen diese große Scheibe, die vorne an unserem Modell drauf ist. Das ist natürlich etwas aus dem Zubehör, was auch der Vorbesitzer hier dran geschraubt hat. Gehen wir aber weg von dem optischen Eindruck. Fauli, von dir hätte ich jetzt gerne natürlich gewusst, damals Z1000, die erste Generation, die gekommen ist, die hat ja auch quasi einen Superbike-Motor drinnen gehabt. Jetzt mittlerweile hat es dann mehr Hubraum gekriegt in der zweiten Generation, wie wir sie hier jetzt da haben, glaube ich von 59 auf 1050 Kubik oder so. Aber wie war denn das? Die ersten Eindrücke, wie diese Z1000 das Licht der Welt erblickt hat, sozusagen, das war damals schon ein richtig brachiales Eisen und auch diese böse Streetfighter-Optik, das war schon was Besonderes einfach, oder? Du meinst jetzt die erste Generation, wie es kommen ist? Ja, naja, das war halt von der ZX9 eher der Murl und da hat man halt schon auch gesagt,
bistnarisch, also am Superbike, den Motor verwenden, ist schon sehr heftig und leiernd. Die hat ja dann, was weiß ich, 127 PS gehabt. Ja. Die hier, nächste Generation, Zonko, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber es ist ja der gleiche Motor, nur ist er halt aufgemacht worden auf diese 1043 Kubik. Also wir haben Hubraum erweitert, beziehungsweise Kawasaki hat Hubraum erweitert und es gibt ja in Wirklichkeit nichts Besseres als Hubraumerweiterung, dass man da echt noch mehr Drehmoment und Schmalz daher zahlt. Und da haben wir eben 138 PS, das passt, und vom Quartett auch das größte Drehmoment mit 110 bei der niedrigsten Drehzahl von allen vier, nämlich glaube ich 7750. Und das meiner Meinung nach merkt man richtig gut, obwohl ja bei der Z1000 das Getriebe so lustig gestuft ist, dass du immer glaubst, jetzt bin ich ja schon im 6. Ich habe geglaubt, ich bin im 4. Du hättest gerne irgendwie 10 Gänge bei dem Radl, weil die so immer wieder, aber spricht halt für den Motor, der so halt richtig schön antritt. Für mich, also abgesehen von der KTM, die halt wiederum mit dem V2 anders ist und finde ich noch sportlicher ist der Motor von der Z1000 hier so das richtige Sahnehäubchen. Es ist echt leiernd, ein super Aggregat, das immer schön anzieht, und da habe ich auch, muss ich sagen, die hat dann 190er Reifen drauf und trotzdem habe ich es mit der halt provoziert, aber ich habe ganz einen kleinen Rutscher mir geleistet, weil der echt aus der Mitte so arg rauskommt, aber das war Absicht und ansonsten ist das halt auch ein sehr angenehm und ganz konventionell fahrbares Moped, weil alles gut funktioniert, und da sie die jüngste ist, muss man auch sagen, da muss halt alles noch gut funktionieren. Die hat zwar 26.000 Kilometer drauf, aber sie fährt sich wie neu. Das ist echt gut. Das ABS und alles, das funktioniert schon richtig lang. Und weil du die Armaturen von der Honda angesprochen hast, ich brauche es auch nicht, das Digitalkino, aber es wird Leute geben, die diesen Stil mögen, und bei der Cover mit dem gelben Ding, das schaut total spacig aus. Das kann ich zwar auch kaum ablesen, aber es stört mich nicht, weil es so leiernd ausschaut, auch wenn es abdreht sind, hast du so eine gelbe Scheibe drüber, finde ich total cool. Und das taugt mir einfach sehr, und die Scheibe macht es, finde ich, kaputt, aber die kann man runter tun. Ja, das wäre es eigentlich von mir aus. Ja. Du Zonko, jetzt haben wir das Bike da so roundabout um 8.000 Euro da stehen. Würdest, wenn du die Wahl als Konsument hättest, auf sowas greifen, ein gebrauchtes Power Naked, oder glaubst du, würdest dann eher so eine neue MT-07 oder sowas kaufen? Was berührt denn da dein Herz mehr, oder wo weckt das Bike mehr Emotionen? Das kann ich jetzt gar nicht so verallgemeinern, weil diese Z1000, die fährt mir persönlich halt jetzt nicht so ins Herz, obwohl sie wahnsinnig gut gefahren ist. Das muss ich zugeben, sie ist wirklich super gefahren, aber da gibt es ein paar so optische Details, die mir halt nicht gefallen, so wie diese kantige Gabelverkleidung. Also mir hat die erste Z1000, das war sowieso, die erste Z1000 ist ja die aus den 80er Jahren. Ne? Das war die echte Z1000. Und dann hat Kawasaki das wieder aufgelegt, und die damals war schon leibend, die es wieder aufgelegt haben mit dem Ninja-Motor. Das war damals 2003? Ja, mit diese 4 Röhrln, das war schon leibend. Nur die hat auch ein Manko gehabt, die ist nicht leibend, die hat einfach nicht leibend eingelenkt. Möglicherweise hätte es mit dem neuen Conti besser eingelenkt, damals hat die nicht super eingelenkt, und insofern war ich jetzt von der schon sehr begeistert, weil die fährt wirklich gut, die ist wirklich super gefahren, aber sie tät mir jetzt ganz ehrlich gesagt nicht ins Herz fahren. Ins Herz fahren tät man wahrscheinlich immer noch die CB1000R, das tät man immer noch ins Herz fahren, und ob ich mir dann, was hast du gesagt, MT-07? Ja, MT-07 oder CB650 oder Kawasaki Z650, das kriegst du auch so ungefähr in dieser Preiskategorie, ne? Ich bleib jetzt dort bei der Honda, also diese CB650R zum Beispiel, das ist ein wirklich tolles Motorradl, aber ich hätte trotzdem lieber die CB1000R, weil die hat einfach mehr Schmalz, und meiner Meinung nach hat es auch mehr Charisma. Durch diese also es ist schon ein bisschen das Charisma und auch das Image dann von einem Bike, was halt mitschwingt beim Kauf. Ne? Genau, ja. Ist tatsächlich so, ja. Wunderbar. Zu der Z1000 abschließend noch eine Anekdote von mir. Das war das Bike, wie ich glaube 17 Jahre oder 18 vielleicht alt gewesen bin, wo ich mir gedacht habe, allerdings das Vorgängermodell mit diesen 4 Auspufftröten, was wirklich richtig leibend ausschaut, die habe ich stehen gesehen in Nizza. Schulausflug. Ja. Und die hat drauf gehabt, so einen Carbon-Auspuff von Fresco. Das weiß ich noch damals, habe ich natürlich 100.000 Fotos gemacht. Ich habe gesagt, Max, wenn du dir das leisten kannst, das kaufst du. Und damals bin ich gefahren, der Z400 SM, also mit 18 muss es gewesen sein, da habe ich mein erstes Motorrad gehabt, und da habe ich gewusst, das nächste wird sowas. Interessanterweise,
das hat bis zum heutigen Tag gedauert, bis mich der Weg an die Z1000 herangeführt hat. Ich bin es noch nicht einmal gefahren vorher gewesen, muss ich ehrlich jetzt sagen. Hat mich aber heute sehr abgeholt, ist, wie der Robert schon auch erwähnt hat, sehr tourentauglich aus meiner Sicht. Man sitzt tief integriert, hat durch diese breite, voluminöse Frontverkleidung auch ein sehr gutes Schutzgefühl, die integrierten Blinker und so weiter. Ich finde das optisch echt toll gezeichnet, gefällt mir, und auch dieses auffällige Orange, das passt, das fährt ins Herz, und das war so ein bisschen das Highlight für mich am heutigen Tage, wobei man natürlich auch sagen muss, das teuerste und das neueste Motorrad. Aber jetzt gehen wir weg vielleicht von den Motorrädern und stürzen wir noch ein bisschen auf dieses Reifenthema. Robert, wo hat die Veränderung, wenn man jetzt sagt, okay, aus dem Jahr 2006 oder 2008 im Reifensektor stattgefunden? Wo ist der technische Fortschritt passiert zu so einem topaktuellen Supersportreifen von heute? Indem, dass die Reifen auf der Performance-Schiene, also die Kategorien auf der Performance-Schiene in allen Kategorien sich brutal weiterentwickelt hat. Damals war das letztendlich so, dass man ein Thema rausnehmen hat können, extrem stressen, und das ist dann halt zu Lasten von einer oder zwei anderen Kategorien gegangen, die halt vielleicht im Konflikt gegenüberliegen. Wir haben Trockengrip, Wetgrip, wir haben Laufleistung, wir haben Nassbremsen drauf zum Beispiel, und zum Beispiel beim Motorradl, man weiß in der Reifenbranche, oder man hat schon mal das Thema Zielkonflikt gehört, eben genau das, was ich gesagt habe, wenn ich irgendwo anziehe, geht es in der Regel gegenüberliegend in die Knie. Nässe Performance versus Laufleistung zum Beispiel. Ja, gilt nicht nur für Motorradreifen, gilt für PKW-Reifen und. Aber es ist halt in der Gesamtheit viel weiter entwickelt worden an Performance, an Laufleistung, und das ist ja eigentlich der große Kunstgriff. Auch mit neuen Materialien, denke ich einmal, oder? Das Silika-Thema und so weiter, das ist ja damals erst aufgekommen gewesen. Ne? Da hat es ja wirklich viel dann, auch aus meiner Sicht. Ich bin ja auch immer wieder bei so Reifentests dabei und liest natürlich interessiert technisch immer wieder so Berichte, und ich glaube auch in der Chemieküche passiert da viel Neues natürlich und werden mit neuen Stoffen und Materialien experimentiert. Ne? Absolut. Ja. Entwickelt und getestet wird ja permanent, das ist natürlich logisch. Ja. Und die Schritte, die man da einfach erreicht hat, das ist unglaublich, wenn man das irgendwie einmal darstellen würde in Prozent. Ja. Man kann es jetzt nicht wiedergeben, aber gefühlt, was man jetzt mit solchen modernen Reifen alles erreichen kann und Sicherheit gewinnt. Und um das geht es ja. Letztendlich ist ja Sicherheit ja auch gleichzeitig Fahrspaß. Ja. Heißt, im Kopf kann ich mehr oder weniger dahinter ein Hakel machen und sagen, okay, ich kann jetzt die Kurven und alles genießen. Ja. Und vom generellen Aufbau vom Reifen, von dem Drahtgeflecht, was drunter liegt und so weiter, ich meine, da wird es ja auch ein bisschen was dran haben, oder? Ich meine, oder Radial-Diagonal-Reifen, auch der Unterschied, von wenn man jetzt noch weiter früher zurückgeht, ne? Ja, natürlich. Klar, also wie gesagt, es wird jetzt nicht nur in der Chemieküche etwas entwickelt und da zum Thema Laufstreifenmischungen entwickelt, sondern Karkassenkonstruktionen, Reifenkonturen. Ja, ein wichtiges Thema, wie zugänglich oder neutral wird dann dementsprechend so ein Bike. Also was möchte man haben, was ist gewünscht und wo ist dann eigentlich über dem Zenit drüber. Ja, es soll dann natürlich jetzt da nicht nervös werden, so ein Bike. Ja, und wenn du sagst, was hat sich da jetzt zu diagonal verändert, wenn man jetzt in die Bikes dann noch weiter zurückgehen würde, ein RD 500 zum Beispiel. Ja, es war noch so zu Zeiten von Diagonalbauweisen. Ja, Diagonalreifen zeichnet ja dadurch aus, dass die viel mehr Eigendämpfung haben als jetzt die Radialreifen. Was hat sich da verändert zu früher? Heutzutage ist der Fahrer der limitierende Faktor, und damals war einfach das Material, also das Fahrzeug der limitierende Faktor. Nehmen wir so ein Yamaha RT 500 her, und da hat es eine Leistungsentfaltung vom Motor gegeben, speziell wenn das in den oberen Drehzahlbereich gekommen ist. Das war wie vom Gummiringel abgeschossen. Vorwerk war kein Highlight, Bremsen waren kein Highlight, und die Reifen war halt das, was man damals gehabt hat. Ja, wie gesagt, Diagonalreifen. Ja. Jetzt mit Radialreifen hat sich da wahnsinnig viel getan. Ja. Wunderbar. Natürlich jetzt... Darf ich auch noch was sagen? Natürlich. Ich muss sagen, moderne Motorradeln mit allen Assistenzsystemen, wo jetzt dann, sagen wir, ein Sport Attack 4 von Conti drauf ist, da habe ich dann trotzdem so das Gefühl,
Ja, gut, klar, da wirkt auch die Traktionskontrolle und alles und das ist schon sehr gut. Aber heute die 4 Radeln ohne Assistenzsysteme und ich bin zwar einer, der natürlich schon von früher her so fährt, dass er nicht dann durch einen Powerslide auf die Pappen fliegt, aber trotzdem, wir haben schon ordentlich Spaß gehabt und die Temperaturen jetzt sind ja so und trotzdem halt das. Und da muss man schon sagen, das ist jetzt einmal mit diesen Gebrauchtradeln ein guter Beweis dafür, dass die Firmen trotzdem weiterentwickeln und immer besser werden und auch die Konturen und so. Ich glaube, das war früher irgendwie so nur auf das Segment, wo das funktionieren soll, hingeschneidert und ein Straßenmotorradl hat gefälligst mit diesem schlechteren Reifen zurande kommen müssen. Aber jetzt dürfen die ja ebenso super sportliche Konturen haben, die auch wirklich leibend funktionieren überall. Also ja, das wollte ich noch sagen. Was mir noch wichtig wäre, Max, weil, wie gesagt, er hat auf allen 4 Motorradeln und die sind wirklich sehr unterschiedlich. Hat es wahnsinnig gut funktioniert. Jetzt würde es mich nur interessieren, wenn wir so fahren wie heute, was darf man sich da für eine Laufleistung erwarten? Wann ist der erledigt? Die Frage gebe ich natürlich direkt weiter an dich, Robert. Laufleistung natürlich immer ein sehr dehnbares Geschichtel, weil man nicht weiß, wie derjenige fährt, aber so Durchschnittswerte wird es ja schon ein bisschen im Kopf haben, ne? Ja, wie du sagst, Laufleistung ist immer ganz ein heißes Thema. Ich verfolge das ja in den Kommentaren. Ich erlebe es auch immer wieder in meinem Job. Ja. Irgendjemand hat einmal wo gesagt 5000 Kilometer und wenn er jetzt weniger, dann haben wir schon wieder ein schwieriges Thema. Ich kann da eigentlich nur eine Range von bis. Aber wenn wir jetzt so sagen wie heute, ist natürlich, ich würde sagen, wir sind sportlich gefahren. Von den Temperaturen, ja, wir sind bei 5 Grad weggefahren, wo ich selbst auch ein bisschen nervös geworden bin. Das beruhigt mich jetzt sehr. Es ist natürlich jetzt nicht der optimale Temperaturbereich von einem Supersportreifen, aber wir testen natürlich auch Kaltgrip. Das ist ganz klar. Ja. Es darf ja jetzt nicht sein, dass das gefährlich wird, aber innerhalb der Range, sage ich mal, der Planbarkeit, müssen wir da drinnen sein. Der Reifen grippt bei diesen kühlen Temperaturen schon, aber er ist nicht im optimalen Temperaturfenster. Wo kann man sagen, fängt das ungefähr an, das Temperaturfenster, wo der dann ins Arbeiten kommt und halt sich optimal entfaltet in seinen Eigenschaften? Ja, würde mal so ab 15 Grad aufwärts im Supersportbereich. 10 Grad, ich meine, ihr habt es heute gemerkt, ich weiß nicht, was wir jetzt haben, 12, 13 Grad mit Wind. Es hat schon gut funktioniert, aber eben, wenn man da jetzt dann zu stark hinhält, der Reifen hat Grip, aber das Abriebsbild leidet. Okay. Und dann komme ich jetzt in weiterer Schlussfolge zum Thema Laufleistung. Wenn das Abriebsbild leidet, dann komme ich natürlich bei weniger Laufleistung außer. Ja. Aber um jetzt da irgendwo einen Korridor zu geben, würde ich sagen, unter normalen Bedingungen Supersportreifen zwischen 2,5 und gibt immer wieder Feedback auch von 5.500. Ja, ohne jetzt das zu werten wollen, dass du sagst, okay, der eine raucht jetzt mächtig an und der andere gibt jetzt nicht Gas. Und auch das Thema nimm einen Wahrer-Hannes her. Ja. Trailetec 3, weiß ich jetzt nicht. Die einen sagen, der ist bei 7.500 weg und der Wahrer-Hannes fährt auf seiner Afrika 18.000. Und ja, es gibt einfach solche... Und eine Woche im Übrigen, es ist eine Woche ja, beim so Wahrer. wurscht, aber die schneidig. Ja. Und da kommt halt das Thema vorausschauende, gleitende Fahrweise. Weil ich bin mit ihm schon mal gefahren, der bremst fast den ganzen Tag nicht, sodass das Bremslicht aufgeht. Der fährt halt viel mit Motorbremsen und fährt geschmeidig, aber trotzdem einen Strich an Flotten. Und das Einzige ist halt da jetzt die rechte Hand, die das Ganze beeinflusst. Wunderbar. Was mich noch interessieren würde, weil nach der Laufleistung die am zweithäufigsten gestellte Frage zu dem Thema Reifen von unserer Userschaft, speziell natürlich aus Deutschland, wie schaut es mit Freigaben aus? Robert, Reifenfreigaben existieren für die 4 Bikes? Mal die erste Frage. Ausgenommen für die Carver, von der ich es nicht genau weiß, haben wir für die KTM, für die Yamaha und für die Honda Freigaben. Wunderbar. Das heißt, auch in Deutschland wären wir legal halt unterwegs gewesen, ne? Ganz genau. Ja. Warum Carver nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, weil Carver einer der wenigen Marken ist, die die Freigaben selbst fahren möchten. Okay.
Naja, und somit liegt da ganz klar der Ball bei denen im Garten und nicht bei uns. Na, und so eine Freigabefahrt, ich meine, ich weiß von euch, ihr habt so den Testfahrer, den Malte, der ist da immer ganz eifrig am Entwickeln natürlich von neuen Produkten. Der geht immer wieder so die Bikes durch und gibt natürlich auch alte Bikes dann nach so einer Probefahrt, nach so einer Testfahrt frei. Und jetzt wäre natürlich noch interessant, was macht man als Testfahrer bei so einer Reifenfreigabefahrt? Hast du da ein bisschen einen Einblick in eurem Konzern? Was sind da so übliche Schritte? Naja, es werden einmal Basisversuche gemacht, ja, das ist ganz klar. Also zum Thema Highspeed-Stabilität, Handling, neutrales Fahrverhalten, all diese Dinge werden da getestet. Okay. Passiert bei uns laufend. Naja, oder in Deutschland zum Beispiel mit dieser IVM-Veranstaltung. Das ist ganz ein großer Zusammenkunft aller Reifenhersteller und Motorradhersteller, und da wird für eine Woche oder ein bisschen mehr, so viel wie es halt benötigt, Rad-Reifen-Kombinationen freigefahren. Auf einer Testfacility, wo halt alle Bedingungen gegeben sind und man das vernünftiger machen kann. Wunderbar. Gut, liebe Leute, ich glaube, mit diesen Worten werden wir jetzt langsam aber sicher zum Ende kommen. Danke auf jeden Fall an die Firma Conti und natürlich an dich, dass du uns unterstützt hast mit diesen 4 Reifensätzen. Sie haben perfekte Arbeit geleistet, haben uns richtig auch Freude bereitet. Wie gesagt, wir haben es ordentlich krachen lassen. Ich glaube, das sieht man auch dann auf den Aufnahmen, auf dem Videomaterial. Ja, und die abschließenden Worte, sage jetzt mal ich. Schenkt uns einen Daumen hoch, schenkt uns ein nettes Kommentar, wenn ihr Fragen habt, auch speziell zum Thema Reifenfreigaben, Reifentechnologie. Der Robert oder die Firma Conti zumindest wird vielleicht auch dem nachkommen und wird da Input liefern, und wir können unsere User dann möglicherweise in der einen oder anderen Sache weiterhelfen. Und ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit keine weiteren Inhalte von 1000 PS verpasst, abonniert auch unseren Kanal. Glocke für die Erinnerung drücken, das passt wunderbar, glaube ich, dann. Und mit diesen Worten, liebe Leute, können wir uns jetzt dann einen wohlverdienten Kaffee und vielleicht einen kleinen Schnitzel holen, oder? Also, macht es gut, ciao, pfiat euch!